Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Kors und heute wieder natürlich zu einer frisch gepressten Sendung. Themen, die wir für euch heute vorbereitet haben, sind: Die Bundesregierung hat, also der Bundestag, die Ticketsteuer gesenkt. Dann haben wir das Thema Fluggesellschaften. Wie gehen sie mit der Senkung um? Ich kann es euch schon voraussagen, sie heulen rum, dass sie immer noch nicht genug sind. Und wir haben dann natürlich nochmal wieder Neuigkeiten aus der Welt von British Airways und Avios. Da geht man auch den Weg von bekloppten Steuern als Zuzahlung zu Meilentickets. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich auch aufs School zu kommen und das Ganze zu diskutieren. Ja, Deutschland senkt ab Juli die Ticketsteuer. Das ist das erste Thema. Der Bundestag hat da jetzt quasi die Hand zu gehoben. Und die Entlastung fällt jedoch moderat aus und es ist unklar, ob Passagiere davon tatsächlich profitieren. Und es gibt auch schon Fluggesellschaften, aber das ist das zweite Thema. Lass uns erstmal die Zahlen durchgehen. Die Ticketsteuer sinkt um 2,50 € bis 11,40 €. Auf der Mittelstrecke sind das 39,34 €, die jetzt 33,01 € sind. 70,83 € auf der Langstrecke werden 59,43 €. Der Staat verliert, wenn man das so überlegt, aus dem Jahr 2025 185 Millionen €. Bis 2030 sind das 355 Millionen € jährlich. Die Airlines erhöhen ja parallel die Kerosinzuschläge, also die Treibstoffzuschläge und die Servicegebühren. Und trotzdem bleibt Deutschland ein Hochkostenstandort in der Aviation. Frankfurt Flughafen A320 kostet 430 € Gebühren. Dieselbe Bude in Zürich 2.900 und in Madrid nur 690 nur. Kann man sich also nicht vorstellen. Das Low-Cost-Angebot in Deutschland 82% von 2019 nur. Europa 131% von 2019. Das heißt also, die Low-Coster sind in Europa gewachsen, in Deutschland nicht. Für Airlines bleibt damit die Kostenstruktur in Deutschland unattraktiv. Die Verlagerungen ins Ausland gehen natürlich weiter, weil sie dort mehr Geld verdienen. Auch wenn sie vielleicht in Deutschland kein Geld verlieren würden, aber so ist das nun mal. Für uns gibt es natürlich dann vielleicht kaum spürbare Entlastung, bis gar keine. Und Preise bleiben halt hoch. Der BUND sagt als Zitat: völlig falsches Zeichen, Zitat Ende. Und Greenpeace sagt, Zitat Anfang, klimapolitischer Irrsinn, Zitat Ende. Ja, bringt die Steuersenkung überhaupt etwas für uns Kunden? Denn Deutschland ist halt irgendwie permanent so der gefühlte Verlierer in allem und die gefühlte Arschkarte. Sollte Flugverkehr stärker oder schwächer besteuert werden? Und die Frage ist als Fazit, was man sagen kann, ist das eher eine symbolische Sache, die man halt gemacht hat, ohne echte Wirkung? Und denn das Wettbewerbsproblem, wir sehen das ja an den Preisen, also 4.300 im Vergleich zu 690 Madrid, ist schon ein starker Unterschied. Ja, die Frage ist halt, wird Fliegen ab Deutschland jetzt wirklich günstiger oder ist das nur Politik? Beim zweiten Thema gehen wir dann auf die Airlines ein, die kritisieren nämlich die Steuerreform, und Airlines und Verbände reagieren kritisch. Die Steuersenkung sei zu gering und reiche nicht aus, um den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu machen. Eurowings CEO sagt, Tropfen auf heißen Stein. Ryanair sagt, Markt ist kaputt, droht auch mit Verlagerung von Flugzeugen, hat das ja auch in Berlin zum Beispiel gemacht. Man fordert stärkere Steuerentlastungen, niedrigere Sicherheitskosten, und der BDL, das ist der Verband von den Flughäfen, der sagt, wir wollen eine komplette Aussetzung der Steuer. Und Effekt aktuell nur 2,50 € Entlastung pro Ticket. Die Branche sagt, 15 € wären nötig. Und wie man so hört, ist das so, dass Eurowings auch schon gesagt hat, das wäre zu wenig, deshalb wird man das auch nicht weiterreichen. Kann jeder sich Gedanken zu machen. Ja, die Fluggesellschaften meiden ja Deutschland somit aktiv und Wachstum findet im Ausland statt. Für uns heißt das weniger Strecken, mehr Preiserhöhungen und höhere Preise als bei anderen. Damit haben wir auch weniger Optionen ab Deutschland, und der politische Konflikt ist Klima versus Wettbewerbsfähigkeit. Aber auch natürlich die strukturelle Marktverlagerung. Und deshalb kann man auch Lufthansa natürlich verstehen, dass sie sagen, sie wollen das Ganze dann auf Rom oder auf andere Flughäfen verschieben, weil es für sie mehr Geld bedeutet.
Und Ryanair sagt, kein ernsthafter Reformwille. Und Max Kownacki, das ist der CEO von Eurowings, der sagt halt wirklich Tropfen auf den heißen Stein. Ja, sollte Deutschland die Ticketsteuer komplett abschaffen? Da könnt ihr was zu sagen. Sagt ihr, das ist Symbolpolitik oder ist das überhaupt etwas? Ist das nur eine Geldmaschine? Da bin ich mal gespannt, was eure Meinung zu ist. Ja, British Airways Avios erhöht mal wieder Gebühren auf Prämienflüge. Und British Airways erhöht kurzfristig die Zuzahlung auf Premiumflüge. Ein weiterer Schlag für uns als Vielflieger, denn die Änderung tritt ab 27. Mai in Kraft, betrifft nur die Cash-Komponente. Heißt also zum Beispiel so eine Lufthansa, sag ich schon, London Heathrow, JFK-Bude in Business sind 176.000 Avios plus 499 Pfund. Oder London Heathrow Cape Town sind 66.000 Avios und 199 Pfund. Und Premiumflüge teilweise $2.000 Zuschläge aus den USA. Wir haben hier so merkwürdige Zuschläge, das kannst du dir nicht ausdenken. Und die Änderung ist halt nur mit weniger als 5 Tagen Vorlauf, weil wir haben ja heute schon den 22., 27. geht's los. Für euch heißt das jetzt, wenn ihr Avios loswerden wollt bei British Airways, direkt kaufen die Tickets. Und damit ist halt wirklich der Trend ganz klar, dass die Avios eher oder Meilenprogramme eher so eine Cash-Cow sind und als, ja, ehrlicherweise als eine, nennen wir es einfach mal, Gelddruckmaschine genutzt werden. Ja, ist das überhaupt noch ein Prämienflug, wenn man $2.000 oder Pfund, $2.000 sind es ja, wenn du aus den USA bezahlst, oder Vielfliegerprogramme sind damit auch eigentlich nicht mehr attraktiv. Und BA ist damit ja auch besonders aggressiv. Wir regen uns ja bei der Lufthansa über $1.000 auf. $2.000 ist ja eindeutig mehr, aber auch aus den USA haben wir schon höhere Preise gehabt, also gerade bei One-Way. Ist also krass, ne? Und es ist halt wirklich auch eine Entwertung damit der Avios, weil das muss man halt so feststellen, denn wir werden ja zur Kasse gebeten. Und wenn so ein Flug, der Prämienflug, teurer ist als ein bezahlter Flug, wo ist dann das ein Prämienflug? Ja, ich kann die Frage, ich weiß nicht, ich stelle sie so oft, lohnt sich Meilensammeln überhaupt noch oder lohnt sich das System nicht mehr? Als Fazit können wir 2 Dinge festhalten. Deutschland verliert massiv an Wettbewerbsfähigkeit, das sehen wir ja an den Preisen. Airlines verlagern die Kapazität ins Ausland und die Ticketpreise bleiben trotz der politischen Intervention sehr hoch. Und natürlich als zweites, die Vielfliegerprogramme werden aggressiv monetarisiert und sind halt einfach Cash-Cows. Und der Trend ist, wie immer, mehr Gebühren, weniger echte Vorteile. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und aufs Cool zu kommen und die Zuschauerfragen zu beantworten. Die können wir einfach nochmal zusammenfassen. Die erste Frage ist logisch, und zwar, wird Fliegen ab Deutschland wirklich günstiger oder ist das nur Politik? Und die andere Frage ist halt, sammelt ihr noch oder fliegt ihr schon wieder? Also insofern freue ich mich auf eure Antworten. Bis zur nächsten Sendung hier auf Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.